In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen RGB 10 Max 3 auf Rocknix updaten kannst. Zuallererst tippst du Rocknix Download ein bei Google und klickst dann auf den ersten Link ganz oben. Auf der Website angekommen, scrollst du dann runter und suchst dir dein passendes Modell aus. In unserem Fall RGB 10 Max 3. Bitte nicht verwechseln mit RGB 10 Max 3 Pro. Das braucht nämlich ein anderes Package. Nun, wo du das Richtige hast, gehst du auf Download Package, auf den Link und lädst es runter. Um die Datei auf die SD-Karte zu schreiben, brauchst du ein sogenanntes Imaging Tool. Ich habe Balena Etcher benutzt, aber wie man sieht, gibt es hier 4 verschiedene zur Auswahl. Lade eins davon runter, am besten Balena Etcher. Damit hat es bei mir nämlich einwandfrei funktioniert. Die SD-Karte für dein Betriebssystem schiebst du jetzt in den Kartenleser und schließt die natürlich an deinem Rechner an. Bei Balena Etcher suchst du dir jetzt bei Flash from File die Datei aus, die du runtergeladen hast. Dann suchst du dir die SD-Karte aus, die du gerade eingeschoben hast und gehst auf Select 1. Und jetzt gehst du auf Flash und es geht los. Wenn das Schreiben beendet ist, dann ploppt die Ordnerstruktur auf. Die kannst du einfach schließen und das geht zum nächsten Schritt. Dann hol die SD-Karte jetzt aus dem Kartenleser raus und schieb sie in den ersten Slot mit der Bezeichnung TF-OS. Jetzt kannst du dein Handheld starten und dann wartest du ungefähr 1 bis 2 Minuten, bis die Initialisierung abgeschlossen ist. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt im Menü angekommen, allerdings fehlen jetzt noch die Spiele, um die werden wir uns dann jetzt gleich kümmern. Erstmal gehst du auf Start und auf Quit und Shutdown System, um dein System erstmal auszuschalten. Jetzt nimmst du deine zweite SD-Karte, die Game SD-Karte, und schließt sie an deinem Rechner an. Jetzt musst du deine SD-Karte formatieren, und zwar als exFAT oder FAT32. Einfach formatieren und starten. Und deine soeben formatierte SD-Karte schiebst du in den zweiten Slot mit dem Namen TF Game und startest jetzt wieder dein Handheld. Und es muss jetzt nur bis zum Menü einmal laufen, dann kannst du es wieder ausschalten, denn das hat jetzt schon gereicht, damit er automatisch eine Ordnerstruktur erstellt, die ich dir gleich zeige. Jetzt schiebst du die Gamecard wieder in deinen Kartenleser und schließt es am Rechner an. Und wie du siehst, gibt es den Ordner ROMs mit allen Systemen, die du verwenden kannst. Du brauchst jetzt quasi da nur die ROMs reinzukopieren. Und wie es weitergeht, siehst du im nächsten Schritt. Damit du ein Beispiel hast, kopiere ich jetzt 2 ROMs in den PlayStation 1 Ordner, den Namen PSX. Und jetzt kopiere ich noch 2 ROMs in den Ordner SNES, also für Super Nintendo. Und jetzt erkennt das System automatisch, was für ROMs sich darauf befinden. Deswegen kannst du jetzt die neu hinzugekommenen Systeme auswählen, in dem Fall jetzt Super Nintendo. Und da sieht man die 2 ROMs, die ich jetzt auch ausprobieren werde. Nun, wie ihr seht, läuft das soweit alles. Was jetzt nicht eingestellt ist, sind die Shader. Das ist jetzt komplett auf Default. Ich spiele sehr gerne mit Shadern und dazu gibt es ein Video, wo ich alle miteinander vergleiche, so dass du eben deinen Lieblingsshader aussuchen kannst. Und ich zeige auch, welchen ich am liebsten mag. Da kannst du also auch gerne reinklicken. Wenn das Video für dich nützlich war, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen da lässt. Danke fürs Zugucken und einen schönen Tag.